Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute für euch Teil 2 der Phantom Leaf Serie Wasp 2, heute Z4 Konstruktion. Heute geht es bei uns in die Stadt bzw. in alles von Menschenhand geschaffene mit dem Z4 Camo. Wer unseren ersten Teil noch nicht gesehen hat, sollte auf jeden Fall jetzt hier Pause machen, Stopp machen und sich den ersten Teil nochmal zu Gemüte führen. Einfach, weil wir da nochmal die Grundlagen von Phantom Leaf, was steht dahinter, die ganze Geschichte, das Ganze drumherum nochmal im Detail euch erklären. Es wird eine ganze Serie werden, wo wir die verschiedenen Tarnmuster und die verschiedenen optionalen Zubehörteile dann Stück für Stück erklären. Heute im Teil 2 Z4 Konstruktion für die Stadt. Das Muster ist gleich, die Farben sind unterschiedlich. Z3A, Z4 Konstruktion, ihr seht's, das Muster ist identisch, die Farben sind unterschiedlich, logischerweise. Es gibt kein Tarnmuster, was universell in allen Locations, in allen Jahreszeiten funktioniert. Da muss man anpassen. Genau das hat auch Phantom Leaf gemacht und deshalb gibt es hier das Z4 Tarn. Wir haben dieselben Mikro-, Midi- und Makroelemente im Tarnmuster vereint. Bedeutet, wir haben ganz kleine Elemente, das sind die Mikroelemente, dann haben wir mittelgroße Elemente, die Midi-Elemente und die Makrobereiche sind hier zu sehen, das sind die ganz großen Elemente. Ich habe jetzt hier 6 Farben gezählt in dem Muster. Das wäre einmal hier so ein Weiß-Grau, was schon leicht ins Grau übergeht, so ein Creme-Weiß. Dann haben wir 2 verschiedene Grautöne, einen helleren, einen dunkleren. Einmal Sandfarben, hellbraun, dunkelbraun und natürlich grau. Damit haben wir so ziemlich alles abgedeckt, was im urbanen Bereich vorkommt. Der Witz an der Sache ist, dieses Muster funktioniert aber nicht nur in von Menschenhand geschaffenen Umgebungen gut, sondern auch, ja, wir haben da einen Bekannten, der in Spanien unterwegs ist, in der Felswüste, in der Vorwüste quasi. Da funktioniert das auch extrem gut. Aber wir haben natürlich hier jetzt erstmal für den urbanen Bereich uns eine Location ausgesucht, wo wir euch einmal das Tarnmuster in Aktion zeigen wollen. Grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass Tarnung im urbanen Gebiet schwieriger ist als in der Natur. Wir haben gerade Linien, die kommen da natürlich nicht vor in der Natur. Da ist alles immer ein bisschen gewunden und gebogen. Hier haben wir sehr viele gerade Strukturen. Da es wirklich sehr schwer ist, einen 3D-Körper zu verstecken, tut man sich da prinzipiell erstmal schwerer. Jetzt gehen wir natürlich davon aus, dass so eine Tarnung hier in einem Kriegsgebiet, einem Kriegsschauplatz eingesetzt wird, wo durch Angriffe von Mörsern, Bomben, Flugzeugen die Gebäude zerstört sind und dadurch natürlich wieder genau diese zerstörten Strukturen sich wieder im Tarnmuster widerspiegeln. Das sieht man hier auch ganz gut in den Aufnahmen. Haben wir in einer alten Ruine gemacht, wo auch dann entsprechend die Steine hervorkommen und dadurch wieder mehr Struktur, mehr 3D-Elemente im Hintergrund entstehen und genau da wirkt dann auch ein zweidimensionales Tarnmuster sehr, sehr gut. Für stationäre Geschichten sollte man sich optimalerweise natürlich dann auch entsprechend einen Hintergrund aussuchen, der mit der Natur im Einklang steht. Also wenn ich hier Steine habe und dazwischen dann irgendwelches Gebüsch und da wieder so ein Übergang stattfindet, genau an diesen Plätzen ist so eine Tarnung natürlich dann optimal am Wirken oder wie hier zu sehen, durch ein Fenster hindurch im Schatten auch gut versteckt. Da wirkt das Tarnmuster gleich viel besser. Hier sieht man es, sticht es deutlich hervor, weil wir einfach näher dran sind. Und hier wiederum sieht man erst relativ spät das Objekt, einfach weil wir hier wieder mit dem Schatten und mit den Strukturen gespielt wird. Und gerade auch wenn man nochmal Tarnung davor hat, also wie jetzt hier das Gestrüpp, verschwindet man wirklich vollständig. Eigentlich wieder nur, auch wie im ersten Teil zu erkennen, an der Mütze. Stichwort Licht und Schatten. Kein Scharfschütze der Welt würde sich in einem hellen Lichtspot verstecken. Man sucht sich immer ein schattiges Plätzchen. Hier sieht man aber trotzdem sehr gut, dass auch die Tarnung im Licht, im hellen Sonnenlicht ziemlich gut funktioniert. Das hängt dann wieder von der Entfernung zum Objekt ab. Wir sind jetzt relativ nah dran, aber wäre man hier weiter weg, würde man das gar nicht sehen. In dem Bild hier hat man das perfekte Beispiel. Wir haben einen schattigen Platz ausgewählt, ein bisschen Bewuchs davor und optimal hier mit dem Moos geht das direkt in die Tarnung über. Da sieht man das Objekt eigentlich gar nicht mehr. Obwohl die Farben eher für die Stadt gewählt sind, funktioniert das natürlich auch in
dem grünen Bereich relativ gut. Vor allem, wenn man irgendwo eine einzige Farbe hat, die da reinpasst. Wie hier mit den Steinen, obwohl hier sehr viel Grün und Moos da ist, hat man das Objekt relativ spät ausgemacht. Auch hier wieder auf der Lichtung haben wir mit der Sonne gespielt. Wir sind wirklich im prallen Sonnenlicht und dadurch, dass die Felsen weiter vorne auch im Sonnenlicht waren, sieht das von weitem so aus, als wäre hier einfach nur wieder ein Stück Fels ohne Moos, den man direkt sehen kann. Alle Körperteile müssen getarnt werden. Hier in dem Bild sieht man das sehr, sehr gut. Wir haben am Kopf einfach einen Netzschal, der ist natürlich einfarbig, der sticht deutlich hervor. Genauso auch das Skelett am Arm, am Oberarm und natürlich die typische Form der Basecap. Das hatten wir schon im ersten Video erzählt. Diese typischen Formen prägt sich das Gehirn ein von der Silhouette, von der menschlichen Silhouette. Kopf und Schultern sind deutlich hervorstechend. Wer das erste Video gesehen hat, kennt diese Szene. Der Totholzhaufen im Bereich links, dort hatten wir unser Z3A platziert. Man sieht hier, dass das Z4 auch sehr, sehr gut funktioniert, obwohl es eigentlich für Konstruktion gedacht ist. Hier haben wir jetzt genau diese Szene aus dem ersten Video nochmal für euch, damit ihr einen direkten Vergleich habt. Hier ist das Grün im Braun und dazu kommt jetzt noch einmal Z4. Da habt ihr den direkten Vergleich. Sobald wir unsere Tarntests mit Z2 abgeschlossen haben, werden wir das hier auch nochmal zeigen, damit ihr wirklich den direkten Vergleich habt zwischen den 3 verfügbaren Tarnmustern aus der WASP-2-Serie. Auch im zweiten Teil unserer Phantom Leaf-Serie werden wir euch hier mit Nachtsicht versorgen. Das heißt, wir zeigen euch das Muster hier auf den Aufnahmen einmal mit und einmal ohne Infrarot. Das wäre jetzt ohne Infrarot und hier mit Infrarot. Das Tarnmuster reflektiert das Infrarotlicht kaum, also ihr seht deutlich, es ist kein Unterschied zwischen der Umgebung wahrnehmbar. Das Tarnmuster reflektiert genauso die Infrarotstrahlen wie auch die Umgebung. Hier haben wir nochmal eine Felswand gewählt, wo auch wieder Grün mit im Spiel ist. Das Muster verhält sich genauso wie auch sein Bruder Z3A, da ist kein Unterschied festzustellen, gerade auch unter dem monochromen Nachtsichtgerät. Da könnte man theoretisch hier wirklich das Z3A-Muster anziehen, da würdet ihr so jetzt gar keinen Unterschied feststellen. Interessant wird es hier im bebauten Gebiet. Da haben wir jetzt wirklich diese geraden Strukturen, von denen wir vorhin schon gesprochen haben. Hier ist jetzt nichts zerbombt oder kaputt, sondern wirklich alles ganz. Da muss man wirklich eine Position wählen, die optimal ist. Wenn man Glück hat, hat man ein paar Sprüher in der Stadt, die einem hier dann auf einer glatten Fläche wieder ein 3D-Muster geben durch dieses Sprühmuster. Und da sieht man halt wirklich auch gut, wie das Muster dann da perfekt funktioniert. Gerade auch hier in der Bewegung. Wenn sowas nicht vorhanden ist, arbeite ich am besten mit Schatten. Hier haben wir uns mal neben einem Brückenpfeiler platziert, auch wieder ein bisschen Grün mit dabei. Da passt das perfekt. Je näher man rangeht, desto deutlicher wird natürlich die menschliche Silhouette. Auch hier wieder 2D-Tarn. Wenn ich jetzt noch mit 3D-Elementen arbeiten würde, wäre auch auf diese Entfernung das Objekt viel, viel schwerer auszumachen. Ist viel Restlicht vorhanden wie hier in diesem Bild, dann macht es auch keinen Unterschied, ob ein Infrarotstrahler dazugeschaltet wird oder nicht. Es sei denn, man verwendet wirklich einen externen Infrarotstrahler, der richtig Dampf hat. Dann sieht man natürlich einen deutlichen Unterschied. Und trotzdem ist hier die Rückstrahlung der Objekte in der Umgebung genauso groß wie die des Tarnmusters. Zum Schluss haben wir nochmal eine Aufnahme wirklich am Straßenrand unter Laternen an einer befahrenen Straße, wo auch wirklich die Autos hier Licht werfen. Das sieht man ganz gut im Bild. Trotzdem verschwindet das Muster sehr gut. Nachts sind alle Katzen grau oder schwarz. Das trifft absolut nicht zu. Man sieht wirklich, unterm Nachtsichtgerät ist auch hier ein helles Muster deutlich effektiver als ein einfarbiges Schwarz oder Grau. Die Verwendung von verschiedenen großen Tarnelementen funktioniert natürlich dann extrem gut im Nah- und im Fernbereich und auch dazwischen und natürlich auch in der Bewegung. Das ist ein Riesenvorteil, den uns Phantom Leaf mit WASP-2 liefert. Jetzt haben wir natürlich unterschiedliche Hersteller, die die Klamotten dann entsprechend fertigen. Hier als Beispiel jetzt Leo Köhler. Da wird zum Beispiel relativ viel Klett verwendet, wie für die Ärmeltaschen hier, für Rangabzeichen. Das ist natürlich dann immer was die Tarnung bricht. Da muss man sich natürlich klar sein, ich habe hier auf dem Oberarm ein riesengroßes einfarbiges Viereck, was die Tarnung sowohl unter normalen Umständen schon bricht, als auch unter Nachtsicht. Deswegen haben wir jetzt hier schon mal für euch, für die Nachtsichtaufnahmen auf der einen Seite des Ärmels den Klett entfernt, damit ihr mal einen Vergleich dann bekommt, wie das denn unter dem Nachtsichtgerät aussieht. Kurze Distanz. Einsatzjacke mit Klett. Hier am Arm sieht man schon recht gut den Klett. Jetzt leuchte ich das mal noch mit dem IR-Strahler an. Da wird es ganz deutlich. Der Rest verschwimmt, der Klettbrocken sticht raus.
Jetzt bitte mal auf die andere Seite. Hier ist der Klett entfernt vom Ärmel. Hat man wirklich ein homogenes Bild. Beeindruckend, oder? Also wir waren ganz schön erstaunt, wie gut das Ding funktioniert. Speziell auch im Grünen und auf Steinen, also in der Natur, mit einer natürlichen Umgebung. Das, da fehlen mir echt die Worte gerade, muss ich mal so sagen. Ja, das war der zweite Teil, Z4 Konstruktion. Wir hoffen, wir konnten euch da einen guten Einblick über das Tarnmuster geben. Denkt immer daran, das ist ein zweidimensionales Tarnmuster und kein dreidimensionales Tarnmuster. Es bietet nur die Basis. Alles andere, was an Tarnelementen dazukommt, kommt noch on top. Aber dafür macht es schon einen sehr, sehr guten Job. Phantom Leaf bekommt ihr überall dort, wo es Phantom Leaf Produkte zu kaufen gibt. Der Link zu Phantom Leaf selbst ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen zu Z4 oder auch zum Vorgänger, den wir euch gezeigt haben, Z3A, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, denkt daran, die Glocke zu klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye. Das hat ja wirklich so ausgesehen, als würde es genau so hingehören, ne? Oder? So, Sendelbeck, wir sind jetzt hier. Wir sind hier beim Dreh hier für die Phantom Leaf Geschichte. Mitten im an einem Platz, den wir nicht verraten dürfen. Wir können schon verraten, wir müssten dann alle umbringen. Hm. Wir sind draußen, machen jetzt hier die Spezialaufnahmen für Phantom Leaf Wasp 2 Z4 in der Nacht, im Wald, mit 1 Milliarde Schnaken. Aber du hast jetzt kein Wasp an. Ich habe jetzt, wie man hoffentlich jetzt gut sehen kann, keinen Wasp an und sollte jetzt leuchten wie ein Christbaum. Hier ist der Klett entfernt vom Ärmel. Hat man wirklich ein ganz homogenes Bild. Schön übereinander. Ja, ich vertone das nochmal neu, Arschlecken. So.